Herzinfarkt. Ein Herzinfarkt kündigt sich nicht mit einem lauten Knall an, sondern mit einem vernichtenden Druck im Brustkorb. Es fühlt sich an, als würde ein Elefant auf dem Werkzeugkasten des Lebens stehen. In diesem Moment verstopft ein Gerinnsel eine der Herzkranzarterien, wodurch ein Teil des Herzmuskels buchstäblich erstickt. Im Krankenhaus beginnt sofort ein Wettlauf gegen das Absterben von Gewebe. Kardiologen versuchen mit winzigen Ballons, die Leitung wieder freizuspülen. Da jede Minute zählt, entscheidet die Geschwindigkeit des Teams darüber, ob das Herz seine volle Kraft behält. Schlaganfall. Ein Schlaganfall ist ein plötzlicher Hirnschlag, bei dem die Schaltzentrale des Körpers von der Außenwelt abgeschnitten wird. Entweder durch eine Blockade oder eine geplatzte Leitung. Die Betroffenen verlieren oft schlagartig die Kontrolle über ihr Gesicht, ihre Sprache oder ihre Arme, während Millionen von Nervenzellen pro Minute zugrunde gehen. In der Notaufnahme ist die Zeit das wertvollste Gut. Neurologen versuchen, das Blutgerinnsel chemisch aufzulösen, bevor die Schäden irreversibel werden. Es ist ein hochkomplexer Rettungseinsatz in einem Organ, das keine Fehler verzeiht. Sepsis. Eine Sepsis ist keine einfache Vergiftung, sondern ein biologischer Amoklauf. Das eigene Immunsystem beginnt den Körper in Brand zu setzen, um einen Eindringling zu bekämpfen. Was mit einer kleinen Wunde beginnt, kann innerhalb von Stunden dazu führen, dass Niere, Leber und Lunge ihren Dienst quittieren. Das medizinische Personal kämpft hier an mehreren Fronten gleichzeitig. Sie fluten den Körper mit Antibiotika und stabilisieren den Blutdruck. Dieser stille Killer erfordert höchste Wachsamkeit, da die Gefahr oft erst spät erkannt wird. Lungenembolie. Eine Lungenembolie ist der tückische Moment, in dem ein Blutgerinnsel aus den Beinen unbemerkt nach oben wandert. Wie ein Pfropfen kappt es die Sauerstoffzufuhr im Lungenflügel. Plötzliche stechende Schmerzen beim Einatmen und eine panische Atemnot sind die Alarmzeichen. Im Krankenhaus wird sofort mit Blutverdünnern gearbeitet, während das Herz versucht, gegen den massiven Widerstand anzupumpen. Es ist ein mechanisches Problem mit lebensbedrohlichen Folgen, das oft völlig gesund wirkende Menschen aus dem Nichts trifft. Anaphylaktischer Schock. Ein anaphylaktischer Schock ist eine allergische Explosion des Körpers, die den Kreislauf innerhalb von Sekunden in den Keller zu stürzen lässt. Ob Erdnuss, Wespenstich oder Medikament, das System erkennt einen harmlosen Stoff als tödlichen Feind. Die Atemwege schwellen massiv an. In der Notaufnahme ist Adrenalin das einzige Mittel, das dieses Chaos stoppen kann. Es verengt die Gefäße und öffnet die Lunge wieder frei. Ohne dieses schnelle Eingreifen schnürt sich die Kehle buchstäblich von innen zu. Aortendissektion. Eine Aortendissektion ist einer der dramatischen Notfälle der modernen Medizin. Die innere Wand der Hauptschlagader reißt wie Papier. Das Blut bahnt sich mit hohem Druck einen Weg zwischen die Gefäßschichten und droht die Aorta jederzeit platzen zu lassen. Patienten beschreiben den Schmerz oft als einen Peitschenhieb im Rücken. Hier rettet nur eine sofortige Hochleistungsoperation am offenen Brustkorb, bei der Chirurgen das beschädigte Gefäß durch eine Prothese ersetzen müssen. Spannungspneumothorax. Ein Spannungspneumothorax ist ein gefährlicher Ventilmechanismus im Brustkorb. Luft gelangt hinein, aber nicht mehr heraus. Mit jedem Atemzug steigt der Druck, drückt die Lunge zusammen und schiebt das Herz zur Seite, bis es kein Blut mehr pumpen kann. Dies erfordert eine brutale, aber lebensrettende Maßnahme. Eine Entlastungspunktion mit einer Nadel direkt durch die Rippen. Erst wenn die Luft mit einem zischenden Geräusch entläuft, kann der Kreislauf wieder aufatmen. Status epilepticus. Ein Status epilepticus ist ein Kurzschluss im Gehirn, der sich einfach nicht mehr aufhören will. Im Gegensatz zu einem kurzen Anfall führt dieser Zustand zu einer gefährlichen Überhitzung und Sauerstoffmangel im Nervengewebe. Die Ärzte müssen zu starken Beruhigungsmitteln greifen, um die elektrische Entladung im Kopf künstlich auszuschalten. Es ist eine extreme Belastung für das Gehirn, die ohne schnelles Eingreifen bleibende Schäden hinterlässt.